Dann würde ich dieser Person vor 30, 40 Jahren sagen, du begreifst es vielleicht noch nicht so richtig, aber alles, worauf es im Leben ankommt, ist die Liebe. Ja, Martin, schön, dass wir miteinander reden können. Und jetzt im dritten Teil würde ich gerne nochmal auf dein Leben ein bisschen genauer schauen. Das finde ich ja sehr interessant und wir können ja vielleicht anfangen damit, dass du mir erzählst, wie das war, kurz bevor du angefangen hast mit deinem Psychologiestudium, weil ich weiß, dass das ja ein ganzes Stück später war als dein Pädagogikstudium. Und was hat dich denn da geritten? Wie hast du dich damals gefühlt und wie war das für dich? Na, ehrlich gesagt, es ist ziemlich profan. Okay. Und also ich wusste schon in der gymnasialen Oberstufe eines ziemlich genau, ich will Lehrer werden. Das hing damit zusammen, weil ich immer Lehrer getroffen habe, die katastrophale Wissensvermittler waren. Und ich wollte das besser machen. Das hat mich schon immer fasziniert, jemand anderes etwas beizubringen. Und dann habe ich folgerichtig an der Pädagogischen Hochschule ein Lehrerstudium gemacht. Und dann war ich mit diesem Studium fertig und üblicherweise geht man dann in die zweite Lehrerphase und da wird man in der Regel in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb auf ein Dorf geschickt und dort unterrichtet man halt. Und ich hatte Angst vor dieser Routine. Ich hatte Angst vor diesem, dass man auf dem Dorf grundsätzlich als Herr Lehrer angesprochen wird. Das war deine Zeit als Grundschullehrer? Nee, da war ich noch das nicht. Warst du noch, okay. Da war ich noch nicht. Und dann habe ich gedacht, ich will einfach, heute würde man vielleicht sagen, man macht eine Weltreise. Damals hat kein Mensch so gedacht. Und damals habe ich dann gedacht, ach, da studiere ich jetzt Psychologie. Es war ehrlich gesagt ein bisschen eine Schnapsidee. Es war so ein Gefühl wie, das kann man anderen Menschen gegenüber vermitteln. Man kann nicht sagen, ich will jetzt noch mal ein paar Jahre gammeln oder nichts tun oder rumhängen, sondern ich will ein Psychologiestudium machen. Ich hatte nie im Leben daran gedacht, dass ich das abschließen könnte. Also das ist der Hintergrund, warum ich Psychologie studiert habe. Erst gegen Ende meines Studiums hat mich das Fach oder das Studium wirklich tief ergriffen und begeistert. Wow, ich bin überrascht. Ja. So leidenschaftlich, wie du das jetzt machst. Dass Ja. das so profan angefangen hat für dich. Das hat völlig profan angefangen. Ja. Was würdest du denn als Schlüsselerfahrungen beschreiben? Ich weiß zum Beispiel, dass du mal lange in einem Kloster warst in Thailand und viele andere Sachen gemacht hast. Vielleicht kannst du mir 2, 3 Sachen erzählen, die nicht so viele Leute gemacht haben, vielleicht in ihrem Leben. Ja. Ein Schlüsselerlebnis war tatsächlich, während ich Psychologie studiert habe, hatte ich auch wieder so eine Schnapsidee, dass ich mal ein Semester pausiere und aufs Land gehe und unterrichte. Das war damals alles noch völlig anders wie heute. Ein extremer Lehrermangel, habe mich da durchgefragt und dann hieß es, Sie gehen heute Nachmittag zum Gesundheitsamt, wenn Sie gesund sind, fangen Sie morgen an auf dem Dorf zu unterrichten. Wow. Und ich habe von einem Tag zum anderen Erstklässler unterrichtet. Ja. Es gehört zu meinen Schlüsselerfahrungen. Ich habe die Kinder so geliebt. Die waren so süß. Die hingen an mir. Und ich war auf einer Dorfschule, da gab es keinen Rektor. Man hat sich nur erkundigt, ob ich rechtzeitig zum Dienst komme. Und als dann die Kollegin das mit Ja beantwortet hat, habe ich dann ein halbes Jahr konnte ich machen, was ich wollte. Pädagogisch ausprobieren, was ich wollte. Niemand hat mich kontrolliert. Das wäre eine Vorstellung, die wäre heute undenkbar. Und
ich kann mich auch erinnern, dass ich dann meine Psychologiekenntnisse in Form von Tests angewendet habe. In den Ferien bin ich trotzdem jeden Tag hingefahren und habe mit den Kindern Tests gemacht. Da ist mein wissenschaftliches Interesse erwachsen. Wow. Ich habe verschiedene Dinge miteinander in Verbindung gebracht und habe Korrelationskoeffizienten ausgerechnet und so. Das war fantastisch. Was hast du für Tests gemacht? Tests mit einem Tachystoskop. Das heißt, da schaut man durch eine Linse durch und das kann man dann einstellen und dann öffnet sich die Linse für wie viel man halt will, in der Regel für 1 Sekunde und dann geht es wieder zu und dann werden die Kinder gefragt, was sie gesehen haben. Mhm. Und ich war neugierig, ob es da einen Zusammenhang zu einem Intelligenzquotient gibt. Ah. Ja? Also da war ich sozusagen ein kleiner, aufstrebender Forscher. Wow. Da bin ich jetzt Lichtjahre davon entfernt, aber das hat mich damals irgendwie begeistert. Hast du deine Probandengruppe zur Verfügung gehabt? Genau. Das wäre heute alles auch nicht mehr erlaubt, das ist alles verboten. Also ich habe es halt einfach gemacht. Witzig. Ja. Hast du was gelernt? Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe ich habe mit den Kindern experimentiert, die ganzheitliche Lesemethode versus der analytischen Lesemethode, weil da haben wir ja im letzten Teil darüber geredet, über Lesen lernen. Mhm. Ich konnte ewig lang nicht lesen als Kind. Und damals war die feste Überzeugung, man muss doch nur die Buchstaben zusammenziehen. Also das Wort Hund fängt mit einem H an, dann kommt ein U, dann kommt ein N, dann kommt ein D. Ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, so jetzt lese es zusammen. Und ich konnte das nicht. Mhm. Ich weiß jetzt, warum ich es nicht kann, weil das völlig irrsinnig ist. So lernt man nicht lesen, sondern man lernt lesen, indem man das Wort als ganzheitlichen, als Gestalt wahrnimmt. Und dann sagt, das ist ein Hund. Mhm. Und du hast ja nach Turning Points oder wichtigen Ereignissen in meinem Leben gefragt. Und da fällt mir jetzt so ein, dass ich so als Junge sehr engagiert war im CVJM, Christlichen Verein Junger Männer, dort Gruppen besucht habe und mit denen zelten gegangen sind und Bibel gelesen und alles Mögliche. Ich war, ja, man kann sagen, christlich orientiert zur damaligen Zeit. Mhm. Und dann war die Konfirmation vorbei und dann hat ein Mitarbeiter in der Kirchengemeinde mich angesprochen und hat gesagt, ob ich die Jungensgruppe leiten könnte. Die was Gruppe? Die Jungensgruppe, also die Jugendlichen, also bis 14. Ja. Und ich dachte, mich trifft ein Pferd, also weil ich war völlig verklemmt und unauffällig und schüchtern und dann macht er mir so ein Angebot. Und ich habe das Angebot angenommen. Und da kann man sagen, da hat eigentlich meine große Karriere als Gruppenleiter angefangen, als 14-Jähriger. Ich habe mich auf jede Sitzung, einmal in der Woche waren wir 2 Stunden zusammen, vorbereitet. Ich habe Bibelexegese mit denen gemacht. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt habe, einfach weil ich begeistert war. Wir haben neue Lieder einstudiert und wir haben Spiele gemacht und ich habe mir ein Spielebuch gekauft und ich war leidenschaftlich. Und ich konnte das, ich musste schon sagen, ich konnte das von Anfang an. Mhm. Das ist mir zugefallen. Ja, daraufhin dann war ich ja Lehrer, da war ich wieder Gruppenleiter und dann war ich Dozent an der Pädagogischen Hochschule, da habe ich wieder Gruppen mit Seminarteilnehmern gemacht. Also das durchzieht mein Leben sozusagen, mit Menschen, mit Gruppen gearbeitet. Ja. Kann man wirklich sagen. Und es ist mir immer gut gelungen. Das ist fantastisch, also das Gefühl, dich jetzt anzugucken und zu sagen, da scheine ich ein Talent zu haben. Und wenn ich das so sage,
dann ist es, in vielen anderen hatte ich überhaupt kein Talent. Ja. Ich war ein hundsmiserabel schlechter Schüler. Ich war begriffsstutzig. Mich hat nichts besonders interessiert. Ich war Bettnässer. Ich bin ja, wie man sieht, mit einer Spaltlippe auf die Welt gekommen und war getrennt von meiner Mutter. Das heißt, ich habe ein frühes Trauma zweifellos erlitten. Du warst getrennt von deiner Mutter? Ja, weil das musste dann genäht werden und nach meinen Erinnerungen und nach meinen Informationen, die ich habe, bin ich mit 17 Tagen, also relativ früh, operiert worden, beziehungsweise ist die Narbe zugenäht worden. Und da musste man mich in eine Universitätsstadt bringen im Krieg und da war meine Mutter nicht dabei und da war ich 10 Tage ohne meine Mutter. Wie alt warst du? 17 Tage. 17 Tage erst. Also okay, ja. Neugeborenes sozusagen. Und das kann man sich ja an 5 Fingern abzählen, sozusagen, dass es traumatische Wunden hinterlassen hat. Und die fühle ich und ahne ich auch manchmal. Und gleichzeitig ist es immer wieder eine Einladung zur Demut. Ich bin in meinem Leben nie in der Position gewesen zu sagen, ich bin besser als andere und ich kann irgendwas und schaue herab auf andere. Weil wenn ich mein Leben angucke, dann ist es sehr brüchig. Und ich wiederhole nochmal, das lädt mich immer wieder zur Bescheidenheit ein. Und das steht einem Gruppenleiter und Psychotherapeuten gut zu Gesicht, bescheiden zu sein und zu bleiben. Ja. Ja, ich nehme dich auch als bescheiden wahr und das schätze ich auch sehr an dir. Ja. Ich glaube, diese Bescheidenheit, die schafft ja auch so eine Offenheit gegenüber Neuem und gegenüber und Unvoreingenommenheit vielleicht, die ich auch sehr schätze. Ja. Vielleicht kannst du mir was erzählen dazu, wie du dann in die Psychotherapie gegangen bist, was dich dazu bewegt hat. Du hast das studiert, dann warst du als Lehrer immer noch oder an der Hochschule warst du dann tätig, oder? Ja. Und dann, was dann? Es ist wieder, der Beginn ist relativ profan wieder. Ich war also nach meinem Diplom war ich 8 Jahre wissenschaftlicher Assistent an der Pädagogischen Hochschule Berlin. Ich habe mich als Wissenschaftler versucht. Meine Erfolge waren bescheiden. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich bin einfach nicht gut genug Wissenschaftler, so in dem orthodoxen Sinne sozusagen, der beseelt ist, zu forschen und Zusammenhänge herzustellen, empirisch zu arbeiten und so. Und gerade in dieser Zeit, wo ich gemerkt habe, also Hochschullaufbahn, das packe ich einfach nicht. Ich habe ein paar kleine Publikationen gemacht, aber ich war nicht besonders gut darin. Und in dieser Zeit lag in meinem Fach, wo ich halt mein Zimmer hatte, lag ein Zettel, dass ein gestalttherapeutisches Ausbildungswochenende zur Einführung angeboten wird. Und ich hatte buchstäblich bis dahin das Wort Gestalttherapie nie gehört. Ich war völlig ahnungslos. Das spielt in der Psychologie eine völlig untergeordnete Rolle. Da gibt es eine Methodenrichtung, die heißt Gestaltpsychologie, aber die Anwendung auf Psychotherapie, die folgt völlig außerhalb des wissenschaftlichen Credos. Also ich habe darin nichts gelernt. Und dann bin ich dahin und dann kam ich rein und dann habe ich das erlebt, was mein Leben zutiefst beeindruckt hat, nämlich Menschen haben ihre Gefühle gezeigt. Das war ein Fremdwort bis dahin. Menschen haben voreinander geweint, waren ergriffen, haben sich berührt und ich war orthodoxer Wissenschaftler und Rationalist und ich war zu jener Zeit sehr aktiv in der Gewerkschaftsbewegung, wo es darauf ankommt, bessere Argumente zu haben als der andere, um den anderen fertig zu machen.
viel Kampf und Konkurrenz. Und es war buchstäblich eine andere Welt. Und ich glaube, an diesem Wochenende habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich in eine neue Welt einsteigen will. Ich war völliger Außenseiter in dieser Gruppe und trotzdem hat es mich da hingezogen. Also so eine Ahnung, da ist irgendwas, was in mir nicht entwickelt ist. Ja. Das konnte ich vielleicht zu jener Zeit nicht so deutlich formulieren, aber das kann ich jetzt formulieren, wenn ich zurückschaue. Und dann habe ich mich zu dieser 3-jährigen Ausbildung angemeldet. Und dann hat tatsächlich mein Leben eine neue Richtung eingenommen. Und ungefähr so nach einem halben Jahr war es klar, ich will Psychotherapeut werden. Ja. Und dann war diese ganze wissenschaftliche Geschichte, die war weg. Da gucke ich jetzt mit Amüsement zurück, aber das ist völlig vorbei. Ja. Ja. Hast du deine Berufung gefunden in dem Moment? Ja, Ja. kann man sagen. Und du hast dann direkt nach der Ausbildung angefangen zu praktizieren auch als Therapeut, Psychotherapeut? Ja, im Wesentlichen, ja. Ja. Ich hatte einen abgedrehten Ausbilder, den ich sehr bewundert hat. Ich habe ihn auch gehasst und er hat mich bewundert und hat mich gehasst. Er hat mal gesagt, Peter, damals hieß ihn noch Peter, you are a pain in my ass. Und warum warst du? Der war so unkonventionell, der war so verrückt, der war so risikofreudig. Ja. Ja. Er ging manchmal über Leichen, das ist etwas, was mich dann auch wieder von ihm entfernt hat. Aber Okay. so mal dieses Spontane, dieses Freche, dieses Risikoreiche und so, das hat mich total beeindruckt. Daher hast du das vielleicht? Ja, ja. Der hieß Isha Bloomberg. Okay. Der ist jetzt auch schon lange tot. Ja. Ja. Und du hast dann angefangen, eine Praxis aufzumachen, nehme ich an. Wie war das für dich am Anfang? Hast du dich wohlgefühlt gleich damit? Naja, das ging bescheiden los. Also ich habe ja an anderer Stelle schon gesagt, ich habe ja dann parallel dazu auch eine gesprächspsychotherapeutische Ausbildung angefangen. Ich hatte das Privileg, dass ich unendlich viel Zeit hatte. Ich war ja noch formal angestellt an der Pädagogischen Hochschule mit einem guten Gehalt, wo ich außer 2 Seminaren pro Woche nichts zu tun hatte. Also ich konnte mich mit meiner ganzen Energie in die beiden Ausbildungen stürzen. Und dann fängt es halt so an, man hat halt ein Klient und dann hat man 2 und das Wohl und Wehe hängt davon ab, ob die Stunden gut oder weniger gut laufen. Das ist der Mittelpunkt des Lebens dann. Und wenn es gut gelaufen ist, dann war ich oben, war ich gut drauf und war alles bestens. Und wenn es schlecht gelaufen ist, habe ich natürlich Zweifel gehabt an meiner Kompetenz, an meinen Möglichkeiten. Und Wohl und Wehe hing davon ab, ob der Klient gut mitgearbeitet hat oder wie auch immer. Ja. Aber das wurden dann recht schnell mehr. Und das ist ein großer Vorteil, wenn es mehr sind, dann relativiert sich alles. Ja. Ja, manche Stunden laufen halt gut, manche laufen weniger gut, manche laufen vielleicht auch ganz schlecht. Und ich hatte dann auch regelmäßig Supervision, wo ich mit meinen unerledigten Übertragungen und so weiter hingehen konnte. War eine sehr fruchtbare Zeit. Ich habe außerordentlich viel gelernt. Ja. Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen. Warum warst du denn ein Pain in the Ass für deinen... weil ich ihm widersprochen habe. Okay. Weil ich manches Scheiße fand, was er gemacht hatte. Okay, ja. Du hast
warst in einem Kloster in Thailand, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Warum hast du dich dafür entschieden? Das klingt ja irgendwie auch anstrengend, ne, wenn man da so weit wegfliegt und dann die ganze Welt so ganz... Also da machen wir historisch einen großen Sprung. Natürlich, okay. so habe ich nicht angefangen, sondern ich habe angefangen als Handwerker Psychotherapie zu betreiben. Dann kam mehr und mehr, wenn ich mich auf die Tiefe der Begegnung einlasse, dann findet Liebe statt. Mhm. Und wo Liebe ist, da ist die Spiritualität nicht weit. Ja? Denn Liebe in seiner Essenz hat was Göttliches, was Allumfassendes. Und dann will ich auch nicht verhehlen, dass in meiner Persönlichkeitsentwicklung dann auch die Erfahrung mit Drogen, insbesondere mit MDMA und später auch mit LSD eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt haben. Mhm. Weil man dort, jede Reise ist natürlich eine besondere Reise, aber weil man dort sozusagen mit dem spirituellen Seinsgrund konfrontiert wird. Stanislav Grof war ein großes Vorbild für mich, der hat viele Bücher geschrieben und hat in Kalifornien mit LSD gearbeitet. Und von dem habe ich so die Erkenntnis vollzogen, wenn man lang genug auf die Suche nach sich selbst ist, kommt man in den spirituellen Seinsgrund. Mhm. Also wenn man auch vorher ein Kommunistenführer ist sozusagen, man kommt zwangsläufig sozusagen in den Urgrund unseres Seins. Und es hat mich auch seitdem nicht verlassen. Deswegen gehört die spirituelle Orientierung zum festen Bestandteil meines Lebens und meiner Lehre. Hattest du selbst Schlüsselerfahrungen mit LSD oder mit ähnlichen Drogen? Ja. Wie war das für dich? Umwerfend. Also umwerfend, beglückend, umfassend. Ja. Also in sich selbst so eine Erfahrung zu machen, ich bin Liebe. Mhm. Was man vorher vielleicht 100-mal gehört hat und das klingt ist ein netter Satz, aber man erfährt es dann. Mhm. Und das ist ja das Wesentliche. Und man sitzt mir jemand gegenüber und ich kann mit Fug und Recht sagen, ich liebe diese Person, die mir jetzt gegenüber sitzt. Und dass man so die Erfahrung macht, dass Liebe dem Wesen nach bedingungslos ist. Also nicht, den liebe ich, weil er so und so aussieht und den finde ich blöd, weil er so und so aussieht, sondern dass Liebe was Umfassendes ist. Mhm. Und im Johannesevangelium heißt es an einer Stelle, Gott ist Liebe und Liebe ist Gott, so sinngemäß zitiert. Das erfährt man dann, dass es so ist. Mhm. Das ist tatsächlich so. Ja, und ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich gemacht habe. Wir haben mit einem Kollegenkreis das so und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir haben Drogen nie genommen, um auf einer Party gut drauf zu sein. Das finde ich albern auf eine Art. Sondern wir haben das mit der ernsthaften Absicht sozusagen, uns mehr zu erfahren gemacht. Und das ist gut und wichtig, wenn man einen Betreuer an seiner Seite hat, der auf einen aufpasst und einen unterstützt. Und auch das, wenn ich auf dieses Kapitel meines Lebens zurückgucke, bin ich von tiefer Dankbarkeit erfüllt. Ja. Du hast beschrieben, dass du diese starke Erfahrung gemacht hast, dass du Liebe bist. Würdest du sagen, du hattest auch mal erwähnt, dass du in deinem Leben nach Erleuchtung gesucht hast. War das in dieser Zeit oder danach? Oder wann? Ja, das war in dieser Zeit. Ja. Das tue ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Ja. Auch das finde ich mittlerweile albern. Ja, erzähl mir davon. Klingt ja schon irgendwie schön nach diesem Einheitsgefühl zu sein. Ja. Diese Vorstellung, ich fange vielleicht mal so an, akzeptiere dich, wie du bist und du fängst an, dich zu verändern. Ja. Das geht nicht konform mit dieser Vorstellung. Ich bin hier, ich bin unerleuchtet und ich will erleuchtet werden. Mhm. Ja?
Das ist zwar eine edle Absicht, trotzdem ist es etwas, was einen Druck auslöst, dass ich anders sein müsste, als ich bin. Ja. Und das habe ich hinter mir gelassen. Mhm. Wenn es die höheren Mächte vorhaben, dass ich eines Tages aufwache und erleuchtet bin, dann freue ich mich natürlich darüber, aber ich tue nichts dafür. Ich lebe ein völlig normales Leben. Ich liebe meine Frau, Ja. ich mache meine Arbeit, ich esse und schlafe und gehe ins Bett. Ich bete manchmal und das ist es. Bist du zu der Erkenntnis gekommen, dass dir das ausreicht? Ja, Ja. ja. Kannst du mir trotzdem die Suche beschreiben, wie das war? Naja, du hast ja dieses Kloster, dieses Klosterereignis angesprochen. Das war in dieser Zeit, wo ich habe ja in meiner psychotherapeutischen Laufbahn immer mal wieder längere Pausen eingelegt. Ja. Ich war einmal ein ganzes Jahr, habe ich in der Karibik gelebt, mit Frau und 2 Kindern. Und dann habe ich auch mal wieder ein halbes Jahr Pause gemacht und da war ich in Findhorn in dieser spirituellen Lebensgemeinschaft und habe mich da anregen lassen. Und dann war ich eben auch in Thailand für 8 Wochen in einem Kloster. Und das war schon großartig, jeden Tag viele, viele Stunden einfach zu meditieren. Und glückselige Erlebnisse einfach mit mir selber zu haben. Das hat mich sozusagen, ich war viel alleine in dieser Zeit. Ich hatte einen Mönch, der mich ein bisschen angeleitet hat, mit dem habe ich eine Stunde am Tag verbracht. Da haben wir gemeinsam gegessen und da konnte ich Fragen stellen. Aber ansonsten war ich in so einer kleinen Hütte auf mich gestellt. Da kam auch nie jemand und hat sich nach mir erkundigt, sondern ich war. Und da habe ich so ein richtiges Programm mir selber gemacht. Halbe Stunde meditieren, 20 Minuten gehen, halbe Stunde meditieren, 20 Minuten gehen. Und vor dieser Erfahrung hatte ich auch ein bisschen Angst, oder ob ich das schaffe mit mir alleine. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Erfahrung, die mein Leben bereichert hat bis zum heutigen Tage. Ich kann mit mir alleine. Und ich hatte Einheitserlebnisse und glückselige Momente. Nicht so sehr viele auf 8 Wochen bezogen, aber sie waren da. Mhm. Ja. Kamen auch sehr negative Gefühle hoch? Oder war es vor allem positiv? Ich habe das von anderen gehört, die vielleicht nicht so lange wie du das gemacht hast, aber die auch quasi, das klingt ja fast wie so ein Retreat eigentlich, ne? Also dass man ganz kann man sich ist sagen. zu einem großen Teil. Ja. Dass da auch sehr viel negative Emotionen hochkommen kann. War das für dich so? Unruhe kam hoch. Unruhe, ja. Unruhe. So richtig abgrundtief negative Dinge kann ich mich jetzt nicht erinnern, obwohl das jetzt auch 30 Jahre her ist sozusagen. Ja. Also ich lebe schon lange und dann ist es manchmal, wenn man an das zurückguckt, das ist 30 Jahre her, das ist 40 Jahre her. Ja. Muss ich mir in Erinnerung rufen. Du wirkst so jung in so vielen Hinsichten. Ja. Okay. Hast du selbst mal Therapie gemacht bei anderen Therapeuten? Andauernd. Andauernd. Wie war das für dich? Also andauernd ist vielleicht übertrieben, aber natürlich habe ich, das gehört zur Glaubwürdigkeit hinzu sozusagen. Selbsterfahrung ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Ja. So könnte ich es zusammenfassen. Ja? Ich finde das großartig und ich empfinde es auch als Privileg. Ich kann mir das finanziell leisten. Jetzt im Moment mache ich seit einem halben Jahr eine sogenannte Traumatherapie. Einfach so sozusagen mich mit mir und meinen Verwundungen, mit meinen Verletzungen, mit meinen Unzulänglichkeiten zu konfrontieren, Anregungen von anderen Menschen, die mich sehen, zu nehmen. Das ist großartig. Ja, und ich habe Körpertherapie gemacht und alles Mögliche im Laufe meines Lebens. Also nicht ununterbrochen, aber immer mal wieder. Ich hatte verschiedene Lehrer in meinem Leben.
wenn ich sage Lehrer, dann geht es über das psychotherapeutische Verständnis hinaus. Also Lehrer, die mich in meinem spirituellen Wachstum gefördert haben und konfrontiert haben und so, wo, wo, wo die Hingabe auch eine Rolle spielt. Es ist dann mehr als ein Psychotherapeut, es ist einfach ein Lehrer, den man auch vorübergehend verehrt und dann wieder ablehnt und durch allerlei tiefe Prozesse durchgeht. Ja. Ich würde gerne noch von deiner Lebenserfahrung mich nähren. Hast du Reue gehabt in deinem Leben? Oder würdest du gerne was anders gemacht haben in Retrospektive? Also es sind ja zwei verschiedene Dinge, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Also dass ich mit dem Bewusstsein, was mir jetzt verfügbar ist, manche oder viele Dinge in meinem Leben anders gemacht hätte, das steht außer Frage. Ja. Das wäre deprimierend, wenn es nicht so wäre. Ja. Reue würde ja heißen, den Versuch zu unternehmen, nachträglich mein Leben anders zu gestalten, als es war. Das ist einfach Blödsinn. Ja. Von dieser Begrenzung bin ich Gott sei Dank befreit. Ja. Also ich gucke zurück, wie ich meine Ex-Frau behandelt habe in einer bestimmten Situation. Da gibt es ein paar Ereignisse und wenn ich die auf mich wirken lasse, dann ist es einfach furchtbar, wie abfällig und kontaktlos und abgespalten ich ihr gegenüber einfach war. Wo es mir gruselt geradezu davon. Ja. Und gleichzeitig weiß ich, ich konnte in jener Situation nicht anders. Das war das Bewusstsein, was mir verfügbar war zu jener Zeit. Ja. Das finde ich irgendwie interessant, das versuche ich auch meinen Klienten beizubringen. Natürlich kann man mit dem Bewusstsein, was man jetzt hat, mit einem neuen Blick auf die Vergangenheit gucken und sagen, gruselig, was du da gemacht hast. Abgefahren, furchtbar. Und doch gleichzeitig, ich konnte nicht anders. Ja. Das war mir verfügbar. Ja. Das ist wahrscheinlich sehr hilfreich, sich das in Erinnerung zu rufen, um das zu akzeptieren, oder? Yes. Ja. Ja. Das scheinst du ja dann auch gemacht zu haben in der Zwischenzeit. Ja. Hast du einen Tipp für dich selbst von vor 15 oder 30 Jahren oder wann auch immer du möchtest? Du darfst dir jetzt einen Tipp geben. Was würdest du dir geben? Ja, dann würde ich dieser Person vor 30, 40 Jahren sagen, du begreifst es vielleicht noch nicht so richtig, aber alles, worauf es im Leben ankommt, ist die Liebe. Hättet ihr das verstanden? Martin oder Peter von damals? Vielleicht. Ist da noch eine kleine Erklärung oder was? Irgendwas dazugeben, dass er das besser versteht? Ja, das ist vielleicht einfach, weißt du, junger Mann, du lebst jetzt in einem Leben, wo es scheinbar immer drauf ankommt, gut durchzukommen und dies oder jenes auf die Reihe zu kriegen und erfolgreich zu sein. Aber du wirst früher oder später begreifen, dass es darauf nicht ankommt. Ich bin mir nicht sicher, ob man den Prozess, bis du das begriffen hast, abkürzen kann. Deswegen sage ich das in aller Demut. Vielleicht kann man manches ein bisschen abkürzen. Ich lade dich ein, in deine visionäre Kraft zu gehen. Vielleicht so. Ach, wie schön. Das ist ja herzerwärmend. Ich wollte zum Abschluss noch ein Gedicht vortragen von ChatGPT. Ich weiß nicht, das hast du vielleicht mal gehört. Das ist so ein Chatbot, ein Computerprogramm, dem man was fragen kann und er gibt eine Antwort. Und ich habe dem mal die Frage gestellt oder den Auftrag, dichte ein Gedicht im Stil von Heinrich Heine über die Gefühlsschule von Martin Robow.
Ach, das ist ja abgefahren. Und ich wollte dir das Ergebnis vortragen Ja, und dich dann fragen, ob du zustimmen würdest oder ob dir das so ja. passt. Und zwar, pass auf. In der Gefühlsschule von Martin Robo ist alles so, wie es sein soll. Das ist doch schon mal großartig. Hier lernt man die Liebe kennen und die Freude, die sie bringen kann. Doch auch die dunklen Seiten des Herzens werden hier beleuchtet. Traurigkeit und Schmerz, die in uns allen wohnen. Hier findet man den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen und sich selbst zu lieben, trotz all der Herausforderungen, die das Leben bereithält. In der Gefühlsschule von Martin Robo lernen wir, unser Herz zu öffnen und unseren Gefühlen Raum zu geben, um glücklich und frei zu sein. Das wollte ich dir schon die ganze Zeit mal senden, das Gedicht. Das berührt mich richtig. Danke, dass du das gemacht hast. Und dem stimme ich zu 100% zu. Ach, wie schön. Ich war ein bisschen beeindruckt davon, wie sehr... Ist das künstliche Intelligenz? Das ist, genau, Ja. maschinelles Lernen, ja. Das hat mich irgendwie beeindruckt, wie sehr Ja. das mit mir Resonanz erzeugt hat. So. Ja. Fand ich wunderschön. Wahnsinnig. Ja. Danke dir, Martin. Das hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden und bin sehr froh, dass ich die Gelegenheit hatte. Ja. Dankeschön. Und ich bedanke mich bei dir für deine Präsenz, für deine wachen Augen, Ach, Dankeschön. für dein Lachen und für deine gescheiten Fragen Ach, danke. und für deine Berührung. Danke. Vielen Dank. Danke auch.